Herzlich willkommen zu unserem neuesten AWT-Tutorial. Mein Name ist Hendrik Ballani und ich zeige Ihnen heute die DXF-Option an unseren Drehmaschinen. Mit dieser Software können Sie 2D-CAD-Dateien direkt in die Steuerung einlesen und Dialogdatensätze über diese Konturen generieren. Wie Sie die Dateien einlesen und welche Möglichkeiten Sie haben, um die Datensätze zu generieren, zeige ich Ihnen wie immer direkt an der Konsole. Zum Verarbeiten der DXF-Dateien direkt in der Dialogsteuerung benötigen Sie die Zusatzoption DXF-Editor. Sie können direkt an der Steuerung überprüfen, ob diese Option bei Ihnen freigeschaltet ist. Hierfür wechseln wir über die Taste Zusatz in die Bildschirmhilfsprogramme und finden anschließend über die Systemkonfiguration F1 unter dem Softkey F4 die Softwareoptionen. In dieser Liste sehen Sie nun alle Optionen, die die Software bietet und auch die DXF-Option und eine Information, ob diese installiert ist oder nicht. Bevor wir nun mit der Verarbeitung der DXF-Datei beginnen können, müssen wir zunächst in den DXF-Editor wechseln und die gewünschte Datei einlesen. Hierfür wechseln wir wieder über die Taste Zusatz in den DXF-Editor und haben nun die Möglichkeit, über den Explorer eine beliebige Datei zu selektieren und anschließend über den Softkey F1 einzulesen. Die DXF-Datei sollte im Vorfeld durch den Konstrukteur mit mehreren Layern erstellt worden sein, wie in unserem Fall hier den Layer Rahmen, Titel sichtbar, Schnittlinie, Null und Mittellinie und im Dateiformat R12 formatiert sein. Die verschiedenen Layer ermöglichen Ihnen, alle Konturen oder Linien, die Sie nicht benötigen, wie zum Beispiel die Schraffur des Schnittes, auszublenden. In unserem Beispiel deaktivieren wir nun das Layer Rahmen, Titel, Schnittlinie und Null. Die Zeichnung wird hierdurch wesentlich übersichtlicher und das Arbeiten Ihnen somit erleichtert. Zum Schluss wechseln wir über den Softkey F8 Ausgang in den Grundbildschirm der DXF-Option. Nun werfen wir einen kurzen Blick auf die vorhandenen Parameter in der DXF-Oberfläche. Hierfür wechseln wir in den Softkey F1 Parameter. Die Endpunkttoleranz definiert den maximalen Abstand zweier Linien, die trotz Unterbrechung durch die Software als eine zusammenhängende Linie erkannt werden sollen. Über den darunter liegenden Bohrungsdurchmesser können Sie später in der Zeichnung nach bestimmten Bohrungen eines Typs suchen. Der Zeichnungsmaßstab definiert die Formatierung Ihrer Zeichnung und Sie haben so die Möglichkeit, mit diesem Wert auch eine Zeichnung im Maßstab 1:5 korrekt zu programmieren. Sie brauchen dann also keine Umrechnung der Maße mehr manuell vorzunehmen. Die darunterliegenden Parameter definieren, ob die Zeichnung in Millimetern ausgeführt ist, ob die Geometrien, die bereits als Datensatz erstellt wurden, im DXF-Editor in einer bestimmten Formatierung angezeigt werden sollen, damit keine Kontur zweimal erstellt wird, ob die Softwarekonturen automatisch verkettet werden sollen und mit dem letzten Parameter können wir den Filter des oben definierten Bohrungsdurchmessers aktivieren. Als wirklichen zweiten Arbeitsschritt nach der Deaktivierung aller Layer, die nicht benötigt werden, definieren wir nun zunächst über den Softkey F1 unsere Mittellinie, damit die Steuerung auch weiß, wo in X die Nulllinie verläuft. Hierfür können Sie entweder eine Linie auswählen, zwei Punkte auswählen oder
einen Punkt und einen Winkel selektieren. Da in unserem Beispiel die Mittellinie gezeichnet ist, nutzen wir das Feature Linie und selektieren anschließend unsere Linie aus und bestätigen unsere Eingabe über den Softkey F1 Annehmen. Wie Sie sehen können, ist jetzt am unteren linken Bildrand unser Koordinatensystem eingeblendet worden. Um dieses nun korrekt zu definieren, aktivieren wir über den Softkey F2 die Editierung des Werkstück-Nullpunktes. Jetzt ist es möglich, das Koordinatensystem an jeden Schnittpunkt einer Linie mit der Mittellinie zu bewegen. Wir legen den Nullpunkt in unserem Beispiel auf den vordersten Punkt der Kontur und bestätigen die Eingabe über den Softkey F1 Annehmen. Wenn Sie nun, wie in unserem Beispiel, auch Bearbeitungen von angetriebenen Werkzeugen an dem Bauteil haben, müssen Sie zusätzlich noch ein axiales Koordinatensystem definieren. Das können Sie über den Softkey F7 Axiales Koordinatensystem festlegen. Wir möchten nun den axialen Nullpunkt setzen und wählen dafür den Softkey F1 aus. Jetzt haben Sie drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten, nämlich entweder den Schnittpunkt zweier Linien, dem Zentrum eines Kreises oder dem Mittelpunkt einer Linie. In unserem Beispiel möchten wir den Nullpunkt im Zentrum unserer Draufsicht definieren und bestätigen anschließend unsere Auswahl mit dem Softkey F1. Nun wechseln wir über den Softkey F8 Ausgang wieder in den Grundbildschirm der DXF-Option. Wir haben nun alle vorbereitenden Arbeiten ausgeführt und können jetzt über den Softkey F2 anfangen, unsere Datensätze zu erstellen. Die Vorgehensweise ist nun wirklich kinderleicht. Sie wählen Ihre gewünschte Bearbeitung aus, in unserem Fall das Drehen, anschließend Ihren gewünschten Zyklus, in unserem Fall das Profil, und können jetzt einfach über eine Auswahl des Konturzugs Ihren Datensatz erstellen. Möchten Sie nun etwas näher an die Kontur ranzoomen, können Sie dieses über die Ausschnittfunktion über den Softkey F6 realisieren, indem Sie anschließend einfach ein Rechteck in der Größe Ihres gewünschten Ausschnittes aufziehen und dadurch an die Kontur ranzoomen. Die Ausschnittfunktion verlassen Sie dann einfach über den Softkey F8 und kehren zurück in die Datensatzdefinition. Jetzt selektieren wir den gewünschten Profilzug und sehen, dass die Linien blau hinterlegt werden. Die Rückseite unseres Bauteils möchten wir nicht bearbeiten. Diese können wir einfach über ein erneutes Klicken auf die Linie wieder deaktivieren. Die Auswahl bestätigen wir über den Softkey F1 Annehmen. Wenn Sie dann über die Taste Korrektur in Ihre Programmübersicht wechseln, sehen Sie, dass Sie einen neuen Datensatz erstellt haben. In diesem Datensatz können Sie jetzt einfach noch Ihr Werkzeug definieren, Ihre Geschwindigkeit, Vorschub und maximale Schnitttiefe eventuell aus dem Werkzeug einrichten übernehmen, anschließend noch Ihren Eilpunkt und Startpunkt definieren, sowie den Sicherheitsabstand im letzten Element und haben dann ein lauffähiges Programm. Wenn Sie dann alle notwendigen Eingaben getätigt haben, können Sie die Simulation Ihres Bauteils ablaufen lassen. Sie sehen, wie das Bauteil und die definierte Kontur im Rahmen eines Profilzykluses abgearbeitet wird. Alle Konturen, die der Meißel aufgrund seiner Geometrie nicht fertigen kann, werden jetzt ausgelassen. Diese können dann zum Beispiel
über einen Einstichzyklus, den wir ebenfalls in der DXF-Option generieren können, nachjustiert werden. Als weitere Hilfe im DXF-Editor möchten wir Sie gerne nochmal auf die Dialogzeile aufmerksam machen. Wenn Sie nun zum Beispiel über den Softkey F1 drehen, über den Softkey F4 einen Einstich definieren möchten, steht dort in der Dialogzeile die genaue Vorgehensweise definiert. In unserem Fall sollen wir zunächst die Oberfläche des Einstiches auswählen, anschließend die rechte Einstichwand, den Einstichgrund, die linke Einstichwand, die obere rechte Ecke. Die nächste Ecke können wir überspringen, da dort keine notwendige Kontur vorhanden ist, genauso wie die untere linke Ecke, und die obere linke Ecke können wir wieder selektieren. Anschließend haben wir nach Betätigung des Softkeys F1 annehmen einen neuen Datensatz in unserer Programmübersicht. Ich hoffe, wir konnten Ihnen den Umgang mit der DXF-Option mit diesem kurzen Video etwas erleichtern. Wenn Sie noch Fragen zu diesem oder einem anderen Thema haben, können Sie diese gerne jederzeit als Kommentar unter dieses Video stellen. Oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an awt@hope.de. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen aus der AWT.